I'm trying to get paid. Legends don't die in a grave. They live through the story they made, okay? Wir fahren im heutigen Video das erste Mal gemeinsam Rennradrennen, beziehungsweise mein erstes Rennradrennen und das Ganze mit einem Gravelbike. Auf dem fühle ich mich sicher, aber das ist nicht ganz so schnell wie ein Rennrad. Und das ist jetzt die Frage, ob es trotzdem funktioniert. Kann ich da einigermaßen mithalten oder erzähle ich seit 5 Jahren ziemlichen Kokolores, dass man ein Gravelbike schnell umrüsten kann. Ach, verpiss dich. Hey. Reifen sind draufgezogen. Rad ist damit also ein Rennrad. Kann nichts mehr schief gehen. Auf geht's nach Sonthofen. Letzten 10 Sekunden vor dem Start. Wir fahren jetzt gleich 6 Kilometer bergauf, 400 Höhenmeter und schauen, dass wir dort einen guten Startplatz rausfahren für das morgige Rennen. Ich habe ehrlich gesagt nicht so wirklich den Plan, was ich hier mache. Ja, was wichtig ist, ist, dass du unten schon mit Druck reinfährst, so ein bisschen den Windschatten vielleicht von deiner Gruppe noch mit ausnutzt, ja. Aber hinten fährst du eher. Apropos Team, das ist übrigens die Gruppe, mit der ich unterwegs sein werde. Schlauchkombo Cycling Club. Und aus verplanten Gründen fahren die jetzt erstmal ohne mich los und ich bin eine Stunde später alleine dran. Ja, das wird. Wir sind uns 15 Minuten später oben. 15 Minuten plus 5 Minuten runterfahren, in 20 Minuten seid ihr wieder da. Auf den Kaffee um 3. Das war's also mit Windschattenfahren, aber zumindest kann ich sie anfeuern beim Start. Seid ihr bereit? 10 Sekunden noch. Er ist die Trägerrakete. Ja, und auf einmal stand ich dann da oben und war einfach froh um jeden hilfreichen Tipp, wie der hier von Ralle. Ich fahr schon mit denen mit, oder? Felix, jetzt cool bleiben. Jetzt cool bleiben auf die letzten Meter. Ja. Nicht von der Startrampe fallen. Felix, jetzt los. Erfahrung zahlt sich aus, Männer. Doch einen haben wir noch. Einen haben wir noch, mein Lieber. Felix testet Rennen. So, dein allererstes Rennen. Okay, liebe Zuschauer, jetzt müssen wir noch mal mit anschieben. Gebt dem Mann einen dicken Applaus. Er ist in der Luft. Und mit einem kleinen Drücker von Ingo, dem Organisator von diesem Riesen-Event mit den 3600 Startern, machte ich mich dann auf in das Zeitfahren. Zeitfahren oder wie die Profis sagen, Prolog, ist dafür da, dass man den Startplatz für den nächsten Tag ausfährt. Die schnellsten Teams starten dann ganz vorne und die langsamen Teams hinten. Das hat dann nicht nur Leistungsgründe, sondern vor allem auch einen Sicherheitsaspekt, wie wir am nächsten Tag lernen würden. Hier geht's den Kranzberg hoch, 6,8 Kilometer und 380 Höhenmeter. Hier habe ich jetzt so ungefähr die Hälfte von dem Berg geschafft und ja auch ungefähr so die Hälfte meiner Kräfte komplett verbrannt. Nicht die allerbeste Vorbereitung für den nächsten Tag, wie ich dann auch am nächsten Tag merken sollte. Aber was mich motiviert hat, waren einfach auch die Leute, die am Streckenrand standen und vor allem die Masse an anderen Teilnehmern, die auf der anderen Straßenseite wieder runterfuhren und einen dann wirklich voll angefeuert haben. Da hinten ist dann auch schon das Ziel in Sicht. Ich habe doppelt so lange gebraucht wie der erste und ja, habe einfach auch die Aussicht genossen, das war okay. Aber jetzt wird mir langsam auch klar, auf was ich mich hier einlasse und vor allem auch, wie die anderen hier drauf sind. Mein lieber Scholli. Alter, das war jetzt übelst anstrengend. Aber war voll die schöne Landschaft. Krass, kann man sich ja nur freuen auf morgen, wenn das Ganze einfach mal, ja, 8-mal so lang ist. Jetzt erstmal regenerieren. 5:45 Uhr in der Früh, genächtigt wie ein König im Kofferraum. Ich bin gespannt. Komm schon, jetzt Hand hinten! Genau! Yeah! Let's go! Servus. Habt ihr auch schon Durst?
Gestartet wurde pünktlich um 6:45 Uhr in Sonthofen. Insgesamt gab es dann 5 verschiedene Startgruppen, die dann in wenigen Minuten Abstand voneinander losgeschickt wurden. Man hat sich dann so ein bisschen durch die kleinen Dörfer durchgewunden. An jedem Kreisverkehr und an jeder Verkehrsinsel stand ein Ordner oder eine Ordnerin, die da mit so einer Fahne und einer Trillerpfeife davor gewarnt hat, dass man da nicht reinfährt. Trotzdem war es schon echt eng und vor allem war die Geschwindigkeit richtig hoch, denn die ersten 40 Kilometer sollte es konsequent bergab gehen. Auf den ersten 20 Kilometer ging es dann erstmal darum, dass man sich so ein bisschen ins Rennen reinfindet, ungefähr so seine eigene Geschwindigkeit auch wieder findet, sich nicht anstecken lässt von Einzelnen, die da nach vorne durchpreschen oder sich aufhalten lässt von einigen, die sich nach hinten durchfallen lassen. Es war ein wildes Chaos, das aber total Spaß gemacht hat, weil man schon gemerkt hat, die Leute, die hier mitfahren, haben ihr Rad gut unter Kontrolle und man ist nicht gefährdet durch irgendwelche unüberlegten Überholmanöver von links oder von rechts. Diejenigen, die sowas schon mal gemacht hatten, konnte man ganz gut daran erkennen, dass sie nicht nur sehr, sehr teure Räder hatten und gleiche Klamotten bzw. Team-Jerseys, sondern dass sie vor allem eine Teamstrategie hatten und in einer Perlenkette hintereinander bzw. auch nebeneinander gefahren sind, um sich da gemeinsam einfach einen Weg zu bahnen und auch Sicherheit und vor allem Windschatten zu geben. Alle, ich fahre ein Stück nach hinten und fahre mit dem Bene. Ich habe dann versucht, so ein bisschen Geschwindigkeit rauszunehmen und auch bei den erfahreneren Fahrern ein bisschen abzugucken, wie die das so machen. Und die haben halt vor allem versucht, nicht so große Lücken zwischen den einzelnen Fahrern entstehen zu lassen. Und so habe ich mich dann an einzelne Personen rangekrallt, von denen ich geglaubt habe, dass sie ungefähr gleich schnell wie ich sind. Aber auch das war natürlich sehr, sehr schwierig, denn ich kannte die alle nicht und wusste dann auch nicht, ob wir auf einem Level sind oder ob die vielleicht einfach sich ebenfalls gerade overpacen. Bei den ersten Abfahrten habe ich da mal so ein bisschen rangetastet, wie man denn eigentlich mit den 29 mm Reifen da vorne so um die Kurve fahren sollte. Und das Ganze ging ziemlich gut, der ist ziemlich griffig. Ich habe nur gemerkt, dass ich ein bisschen zu viel Luft vielleicht drin habe, aber das könnte man beim nächsten Mal vielleicht noch ein halbes Bar nach unten schieben. Vollkommen egal. Jetzt ging es dann erstmal darum, dass man sich in diesem Tumult ein bisschen zurechtfindet, Linien beim Bergabfahren findet, die vielleicht schnell sind, wo man wenig bremsen muss, aber vor allem auch niemanden gefährdet und niemanden, der von hinten angeschossen kommt, in die Quere kommt. Da musste ich mich auch ehrlich gesagt ein bisschen reinfinden, obwohl mir das Bergabfahren hier zum ersten Mal so richtig Spaß gemacht hat. Ich war aber nicht so wirklich in meinem Element und immer noch mit angezogener Handbremse unterwegs und habe auch gemerkt, dass das wahrscheinlich ein ziemlich anstrengender Tag werden würde. Vielleicht hast du dich schon gefragt, was dieser Sticker auf meinem Lenker soll. Das ist eine Orientierungshilfe, die einfach nochmal ganz kurz zusammenfasst, wo welcher Abstieg, wo welcher Pass und wo vor allem auch gefährliche Engstellen sind, beziehungsweise wo auch Verpflegungsstationen sind. Darauf schielte ich schon die ganze Zeit und ja, ich merkte, dass wir zwar in diesem gefährlichen ersten Downhill-Stück sind, aber sich schon bald ein erster Uphill anbahnen sollte. So, Kilometer 40, ungefähr eine Stunde gefahren. Jetzt geht es so richtig rein. Riedbergpass, 700 Höhenmeter, knapp 20 Kilometer. Bin natürlich die ersten Kilometer viel zu schnell gefahren. Genau den Fehler, den ich nicht machen wollte. Aber Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ja, Fehler sind da, um aus ihnen zu lernen. Und ich habe gleich mehrere Fehler gleichzeitig gemacht. Was jetzt kommt, war natürlich nicht der Riedbergpass, der sollte 20 Kilometer später kommen, sondern der erste Anstieg war erstmal ein kleiner Vorgeschmack und sollte mich auch daran erinnern, dass ich mir unbedingt die Route endlich mal auf mein Hammerhead ziehen sollte. Bei Kilometer 47 wartete dann diese Verpflegungsstation auf uns. Dort gab es Wasser zu trinken, Cola. Helfer haben sogar teilweise dann die Flaschen aufgefüllt, Gummibärchen und Energieriegel oder Gels. Alles super hilfreich, habe ich mich natürlich vollgestopft. Gut, dass ich ungefähr 5 Kilo Proviant in meiner Rahmentasche mit dabei hatte. Auch so ein Learning, was ich vielleicht beim nächsten Mal anders machen würde. Das war dann nochmal so richtig geil, diese Murmelbahnen herunter zu düsen mit der Sicherheit, dass da keine Autos entgegenkommen. Wie geil einfach, dass
das Red Race Team sowas möglich macht und eine komplette Region dazu bewegen kann, dass sie eine Straße bzw. mehrere Straßenabschnitte für so lange Zeit sperren können, damit da so ein paar Radler entlang flitzen dürfen. Das hat richtig Bock gemacht und dafür war es allein schon die Anreise wert. Während die einsamen Landstraßen beim Bergabfahren eine Wohltat waren, war es in der Ebene doch ein bisschen kacke, weil ich dann doch einfach keinen Windschatten hatte, hinter den ich mich klemmen konnte. Und was auch auf jeden Fall eine Erfahrung war, auf einmal war ich mittendrin im Riedbergpass. Das war so das Gesprächsthema Nummer 1 die letzten Tage, wie man sich hier hochquält am besten. Und ich dachte, mit meinem Gravelbike bin ich eigentlich ganz gut gerüstet. Schließlich müsste ich doch eine leichtere Übersetzung als die meisten Rennradfahrer haben. Spätestens hier ist mir aber aufgefallen, dass die meisten Rennradfahrer hier eine viel leichtere Bergübersetzung fahren als an einem Standardrennrad. Gut, wieder was gelernt, also musste ich mich hier so ganz langsam und vor allem mühsam diesen richtig fiesen Berg mit, ich glaube, 500 Höhenmetern auf 4,5 Kilometern hochquellen, hab dann aber einen alten Bekannten getroffen. Jawohl, jetzt sind wir drin im Riedbergpass und endlich einer, der normalen Pace hier hochfährt. Felix, servus. Kommst du her? Ich war relativ lange auf dem Dixie. Ja. Oh, Alter, wie findest du das? Dazu machen. Ja, ich finde es top. Pass, der stimmt uns ein auf die Tour. Am 1.7. geht's los. Felix und ich an Gardasee. Wir haben einiges vor. Es wird spannenden Content geben. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, Felix. Bisschen Quatschreden tat auf jeden Fall gut nach der ganzen Tortur davor und uns war beiden klar, dass wir jetzt hier wahrscheinlich keinen Podiumsplatz mehr rausfahren würden. Was wir zu dem Zeitpunkt aber nicht wussten, ist, wie weit wir tatsächlich hinten waren. Wir waren kurz davor, vom Besenwagen eingeholt zu werden. Es läuft top. Riedbergpass haben wir geschafft, damit haben wir die größte Hürde genommen. Ab jetzt kann es nur noch besser werden. Ich denke, Cut-Off-Time haben wir auch erledigt. Das heißt, wir werden ankommen, bin die Zuversicht. Schauen wir uns noch eine Cola, dann fahren wir wieder runter. Besser ist es. Vielen Dank. Jetzt fing es auch nochmal an, richtig zu regnen und die Straßen waren mega nass und damit auch rutschig. Und dadurch kam es leider dann auch zu sehr vielen Stürzen. Während Ralle und ich hier noch gute 40 Kilometer und knapp nochmal 1000 Höhenmeter ins Ziel haben, war die erste Spitzengruppe wohl schon kurz vorm Ankommen. Dennoch entschied sich die Rennleitung in Absprache mit den Führenden dafür, das Rennen zu neutralisieren, also nicht weiter dort vorne fortzuführen, damit es zu keinen weiteren Stürzen und damit zu Engpässen in der Versorgung der Verletzten kommen würde. Riesenrespekt vor so einer Entscheidung, das ist sicherlich nicht leicht, sowas im Eifer des Gefechts schnell und richtig zu machen. Jetzt war meine Strategie einfach nur noch durchkommen, beißen und vor allem mit nicht mehr allzu viele unnötige Körner verbrennen. Ich wollte mich hinter Ralle knallen, der einfach treten kann wie ein Uhrwerk, zumindest in der Ebene. Ich freue mich schon auf die Altenüberquerung in 4 Wochen, aber ich merkte, an jedem Anstieg hatte ich weniger Kraft und ich muss einfach in Zukunft schauen, dass ich Bergfahren übe, bevor ich mir solche Torturen antue. Außerdem sollte ich vielleicht mal 5 bis 10 Kilo abnehmen, aber das ist ein anderes Thema. Das ist schön. Kilometer 98 sind wir bei der vorletzten Verpflegungsstation und Ralle hat einen Platten. Ich habe mir jetzt einen Trick 17 dabei. Mit dieser Wahnsinnsaussicht ging es dann weiter Richtung Ziel. 20 Kilometer, ja, das kann doch nicht mehr so anstrengend sein, dachte ich. Und mit frischer Energie von dem Boxenstopp sind wir dann auch weitergeradelt. Doch, ich sollte mich ganz schön täuschen, denn ich habe den Sticker, ihr erinnert euch, den Sticker da oben auf dem Lenker, den habe ich komplett falsch interpretiert. Ich war mir sicher, dass, weil auf der rechten Seite der Sticker bei 109 Kilometer endet, dort auf gar keinen Fall irgendein fieser Anstieg noch wartet. Doch ich sollte mich täuschen. Bei Kilometer 109 angekommen fehlten immer noch 400 Höhenmeter auf der Uhr. Und wenn man sich zwischendrin mal kurz fragt, warum man sich das eigentlich antut, man könnte ja auch ein Wellnesswochenende irgendwo anders machen und vielleicht nicht mit dem Fahrrad 120 Kilometer durch die hügeligste Landschaft in Deutschland durchradeln, ja, dann fährt man an so einer Felswand vorbei und denkt sich einfach nur, wow, cool, dass man sowas bestaunen darf. Außerdem geht es ja auch ständig wieder bergab und man kann frische Energie tanken und ich dachte ja immer noch, dass ich es gleich geschafft habe.
weit und breit keine anderen Fahrer zu sehen. Und ich glaube, um die Eingangsfrage auch mal zu beantworten, das wäre jetzt mit einem super teuren und vielleicht auch schnellen Rennrad nicht unbedingt anders gewesen. Das liegt tatsächlich auch am Fahrer, der auf dem Rad sitzt. Wenn ich mir das gerade so auf dem Bildschirm nochmal anschaue und einfach sehe, wie unfassbar schön diese Strecke auch ist, würde ich das tatsächlich nochmal machen. Allerdings ist es jetzt gar nicht so wichtig, mit was für einem Rad, sondern vielmehr, dass man davor vielleicht den ein oder anderen Höhenmeter mehr trainiert hat. Was man auch nicht unterschätzen sollte, ist, dass ich zumindest bei diesem Zeitpunkt 5 Stunden schon auf dem Rad war und man sich immer noch höllisch konzentrieren musste, weil die Strecke jetzt nicht unbedingt leichter geworden ist, wie hier jetzt zum Beispiel in Bunny Hop bei knapp 35 km/h neben so einem Tunnel oder einer Felswand und dann hier in eine scharfe Linkskurve in eine Brücke rein, die man davor noch nie gesehen hat. Das sind alles ja Sachen, wo man sein Rad schon so ein bisschen unter Kontrolle haben sollte, auch wenn einem das Laktat zu beiden Ohren rauskommt. Ach, hier kommt mal wieder ein Berg, den ich einfach nicht erwartet hatte. Okay, hier muss eigentlich das Ziel irgendwo sein, dachte ich mir. Hier sind Hütchen, es sind Ordner, hier sind viele Fahrer, die von oben runterkommen, die es wohl schon geschafft haben. Ähnlich wie beim Prolog gestern, doch irgendwie war kein Ziel zu sehen. Jeder Tritt fühlt sich wie eine ganze Fahrradtour an, jede Sekunde auf dem Rad wie eine Stunde normalerweise. Doch da in weiter Ferne höre ich sie, die Schlauch-Kombo Cycling Club Gesänge. Muss ich eigentlich Querformat bei dir filmen? Ja, kein Problem. Na, wie war's? Guck mal, das ist der halbe Schlauch, den wir eben reingemacht haben. Es ist unglaublich, wie viel man eigentlich noch aus seinem Körper rausholen kann, wenn an der Seite Leute stehen und einen anfeuern. Das ist wirklich ein geiles Gefühl und es ist auch schön zu wissen, dass man ein gemeinsames Ziel hat, nämlich da oben anzukommen. Und als ich es dann endlich geschafft habe, ja, da war ich dann einfach nur froh, dass es rum ist. Dachte mir, das mache ich nie wieder und jetzt ist ein Tag später. Und ich glaube, das Ganze würde ich mir vielleicht nächstes Jahr mit etwas mehr Vorbereitung auf jeden Fall wieder gönnen. Vielen Dank an Ingo und Red Race Crew. Das war ein richtig gelungenes Event. Hat richtig Bock gemacht, ins Rennrad-Game reinzuschnuppern und vielleicht sehen wir uns ja bald auf einem der nächsten Rennen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.